Oh, wir haben kurz nach 8. Da im Schatten stand mein Zelt. Ein kleines Filmtheater. Und jetzt geht's los. Weiter den Main runter. So, da habe ich den Norma gesichtet. Dann können wir noch ein bisschen einkaufen gehen. So, Cappuccino gestärkt. Und auf geht's. Und auch ein bisschen viele eingekauft. Wenn man einmal dabei ist, einen richtigen Büschel Treibgut drin. Und ich habe mich noch nicht einmal richtig hingesetzt und schon ist das nächste Wehr da. Ein Wunder, das habe ich noch nie gehabt. Es ist Wasser drin. Luxus pur. So eine Nervtotschleuse. Die habe ich schon mal in Wahnsinn getrieben, die hat sich ewig nicht gerührt. Aber jetzt bewegt sie sich. Hier so ein richtig schön schräges Schleusentor. So, ich wollte schon immer mal sagen hier, die Schleuse hat ein ganz komischer Kerl konstruiert. Oder Kerlin. Die sind ein bisschen unregelmäßig. Dadurch werden Wasserwalzen verhindert, allzu starke. Schon komisch, weil normalerweise machen die einen Wettbewerb, wer baut das tödlichste Wehr. Und da hat mal jemand versucht, das zu verhindern. Also das ist echt merkwürdig. Und diesmal wird es passieren. Wir werden auf offener Strecke von hinten überholt. Sobald das Frachtschiff durch ist, was gerade in der Schleuse drin ist, macht ein Frachter von oben. Ich glaube, kann ich jetzt paddeln, wie ich will. Das holt mich vor der nächsten Schleuse ein. Eisenbahnfreaks. Nee, lauter neue Jeeps. Gar nicht auf. Also, so ein Zug ist schon irgendwie landschaftshebend. So ohne Zug will man ja überhaupt nicht filmen. Aber so mit Zug. Einmal gar nicht mal so schlecht da. Aber noch noch zu früh, noch glaube ich, das noch nicht geöffnet. Aber ich bin da noch jetzt ziemlich voll. Ich nasche die ganze Zeit Weintrauben. Ich glaube, wir werden nicht mal einen Cappuccino reinkriegen. So voll bin ich. Kaum zu glauben, die hätten sogar Treppen zum Rauskommen.
auch schon auf und die hat scheinbar früher mal eine Brücke gehabt. Sieht eindeutig nach einem Brückenkopf aus. Und hier auf der anderen Seite auch. Und ja, hat immer noch eine Brücke. Da hinten ist sie. Ja, hinten vorne. Ja, da gehen sie. Oh, das viele Naschen macht müde. Da habe ich etwas zu viel genascht. Jetzt gönne ich mir ein kleines Schläfchen. Jetzt kommt das Schiff von hinten und hat mir das Wasser weggesaugt. Ich habe beinahe aus dem Boot gekippt. Ups. Das ist aber wirklich so weit. Ups, nee, ja. Es kommt wieder. Ich bin gerettet. So, die Pause ist beendet. Und weiter geht's. Auf zur nächsten Schleuse. Der erste Standboard-Putt auf der Tour. Ein Rudel, 2 Stück. Ja, wirklich Massen. 3 Stück. Die Ortschaft hinten haben sie so richtig kleine Promenade gegönnt. Also wirklich kleine. Okay, das macht erst um 12 Uhr auf, aber wir haben 1 Minute vor 12. Cappuccino vorheizen, 5 nach 12. Ah, okay. Das geht. So, wieder gestärkt. Zwar ohne Cappuccino, aber halt voll hart mit Kaffee. Irgendwie haben sie gegen den Cappuccino-Äquator überschritten. Ist ein kulinarisches Eck. Da hätten wir das nächste, den machen wir auch gerade auf. Bloß mit Besuch von Wasser aus rechnen die ja auch nicht wirklich. Ja, die Schraube hat es aber mal gut verbeult. Wenn ich mich nicht irre, ist es heute das erste Frachtschiff, also wir gehen, wo ich auf der Strecke bin und nicht gerade irgendwo raste. Jetzt diese Raststation am Main ungleichmäßig verteilt. Entweder Greins oder alle Nasler. So, wir sind in unserer zweiten Schleuse des Tages. Ich habe schon Panik gehabt, weil da an der Spitze kein Schild gestanden ist. Aber da steht mein Zeichen Sportboot. So, da wird der Treibboot rausgenommen. Und den Container entsorgt.
die Schleuse geht nicht, aber ich habe Glück, ich darf durch die große durch. Da fühle ich mich gleich wieder. Ha! So, hinter mir ist die Schleuse geschlossen. Echt netter Zug von ihnen, von den Schleusenwärtern. Wenn wir so durch die große durchgelassen haben, nachdem die kleine nicht funktioniert, da funktioniert scheinbar der Totschaltknopf, nicht, der untere Knopf unten nicht. Da ist irgendwas hat eingeklemmt bei der Schleuse. Echt nett. Weil dann auf der anderen Seite die ganzen Stufen runter, ist nicht gerade lustig. So, der Schleusenvorgang hat begonnen. Hat mich so angefühlt. Jo, jetzt geht's. Aber sehr langsam. Aber kontinuierlich. Okay, jetzt nimmt die Fahrt auf. Ich habe nicht die ganz große Schleuse, hier so eine teilbare. Aber ich bin ja so etwa in der Mitte. Ist schon heftig. Das Tor geht auf. Eine relativ niedrige Schleuse. Zum zweiten Mal Sportpaddler und das gleich eine ganze Horde. Das zweite Schiff des Tages auf offener Strecke. Ich glaube, die Katharina habe ich schon mal gehabt. Oder die Katharine Weber, keine Ahnung. Hier die große Ein- und Aufstiegübung. Leiter hochklettern, Boot irgendwie festmachen, Leiter runter und wieder einsteigen. Batsch. Und haben wir schon einige diese Einstiegübungen gemacht. Na, wir müssen echt das Nest haben. Und wieder Paddler. Gut, um die Paddler zu besuchen, sind wir in die Mitte gefahren. Das ist nicht mal ein Ding. So, irgendwie den blinden Rückwärtsruderern ausweichen. So, ein ganz klein bisschen ist die Festung auch schon aufs Kanonenzeitalter gerüstet worden. Da unten ist so ein typisches Teil dafür. Hat's doch was. Man kommt da irgendwie außen rum.
richtig fett und breit. Einer dieser super langen Schiffe. Das ist ja die ominöse Umtragung bei Würzburg. Hier übertragen wir die Skyline. Und jetzt kommt die Umtragung. Hier, das geht dann, zack. Und dann da runter. Okay, es hilft nichts, ich muss noch einen Apfel beißen. Ich habe mal angerufen, ob man mich da durchschleust. Aber leider ist die Schleuse Würzburg außer Betrieb. Okay, Rucksack runter. Ja, vielleicht dann doch noch das Zelt, was unten drin liegt, raus und dann Materialtest. Wir werden einfach jetzt oben beladen und dann runterrutschen. Rein, also bis der Kippe und dann einen Schubs und runterrutschen. Aber könnte vielleicht auch mit Kenterung enden da unten. Das machen wir vielleicht auch besser nicht. So, ein bisschen Wasserspur eingehandelt. Ich habe vergessen, da vorne die Karte reinzuschieben. Da standen wir kurzzeitig unter Wasser. Jetzt müssen wir erstmal das Boot von unten holen. Das habe ich jetzt drin gelassen. So. Jetzt machen wir erstmal Brotzeit. So, jetzt habe ich mich schon gerade eben aufgeregt wie eine offene Hosenfalle. Habe gedacht, der Schleusenwärter erzählt mir eine Story vom Pferd, dass die Schleuse zu ist, weil da hat genau ein Passagierschiff Anlauf drauf genommen. Habe gedacht, das fährt jetzt da rein, aber fährt doch nicht rein. Okay, ich muss mich gar nicht aufregen. Der Schleusenwärter hat mir nicht die Story vom Pferd erzählt. Die ist tatsächlich kaputt. Wenn ich das eigentlich richtig überlege, war jetzt die dritte Schleuse oder in dem Fall Umtragung. Eigentlich habe ich mein Zeug erfüllt. Okay, ups, das wäre wohl nicht gegangen.
So, also Blitzbesuch. Nicht gewöhnt ist dieser Gestank aus Abgas und knallharter Benzingeruch. Die müssen wir echt mal so unternehmen. Das ist lebensgefährlich. So ein Smog. Da haut sie ja förmlich um. Ja. So ein Zug ist schon immer landschaftshebend. Und da vorne hast du die nächste Wehranlage. Glaube ich mindestens. So, das ist der erste Frachter, den ich sehe auf dieser Tour, der für Container ausgelegt ist. Die sind noch relativ selten. Und ich habe hier einen echt idyllischen Campingplatz. Wenn dann nicht auf der anderen Seite die Eisenbahnlinie wäre, wo ein Güterzug nach dem anderen durchrauscht. Aber ich glaube, so schlimm wie in der Schweiz ist es dann doch nicht. Da ich auf einem Campingplatz, und da habe ich zweimal in der Nacht voll Panik nach unten gegriffen, weil ich schon Angst gehabt hatte, ich würde genau auf den Schienen schlafen.